Deutschland will Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin in Zukunft besteuern. Das hat der Finanzminister Lars Klingbeil angekündigt. Jetzt überlegen natürlich viele Kryptobesitzer, ob sie auswandern sollen, um sich vor dieser ungerechten Steuer zu schützen. Dabei ist es extrem wichtig, dass du dir das richtige Auswanderungsland aussuchst. Ansonsten wirst du nämlich auf deine Kryptogewinne noch 10 Jahre nach deinem Wegzug in Deutschland weiterhin Steuern bezahlen müssen. Jedenfalls dann, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Warum das so ist und welche Länder für dich sicher sind, das werde ich dir in diesem Video ganz genau erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B beschäftigst, dann rate ich dir, schau dir einmal unsere Veranstaltungen an, unsere Reisen, unsere Seminare. Da gibt es eine große Anzahl, die wir laufend organisieren, rund um das Thema Auswandern, Steuern, Plan B. Dort lernst du steuerlich interessante Länder kennen, eben solche Länder, in die du umziehen kannst, um dich steuerlich optimiert aufzustellen. Länder wie zum Beispiel Malta, Georgien, Serbien, die Philippinen, die Vereinigten Arabischen Emirate, Sansibar, Lateinamerika. Also wir decken dort extrem viel ab. Wenn auch du dich ernsthaft für dem Thema Auswandern und Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Konten außerhalb der EU und außerhalb des CRS beschäftigst, dann sind diese Veranstaltungen genau das Richtige für dich und ich würde mich freuen, dich bei unserer nächsten Veranstaltung kennenzulernen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es ja sicherlich in den Medien gehört und wir haben ja auch schon mehrere Videos dazu gemacht. In Deutschland wird geplant, eine Steuer auf Kryptogewinne zu erheben. Also es soll wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, nach einer Haltefrist von einem Jahr Krypto steuerfrei zu verkaufen. Details dazu sind noch nicht bekannt. Die werden demnächst veröffentlicht. Ich nehme dieses Video im Mai 2026 auf. Es ist geplant, dass wir bis Juli mehr erfahren werden, aber dass eine Steuer kommt, das hat Herr Klingbeil schon klipp und klar gesagt. Das Wahrscheinlichste meiner Meinung nach ist, dass schlicht und ergreifend Abgeltungssteuer erhoben wird auf Gewinne aus dem Verkauf von Kryptoassets. Das ist natürlich eine sehr problematische Entwicklung, meiner Meinung nach der Vorbote für weitere Maßnahmen zur Besteuerung von Vermögen, inklusive einer Vermögenssteuer und möglicherweise auch der Besteuerung von Gewinnen aus dem Verkauf von Gold und Immobilien. Auch dort wird meiner Meinung nach früher oder später die Möglichkeit zum steuerfreien Verkauf nach einer Spekulationsfrist wegfallen, denn anders kann der Staat ja die Löcher gar nicht mehr stopfen. Die Einkommen und Unternehmensgewinne werden ja schon sehr hoch besteuert in Deutschland. Dennoch reicht das Geld nicht aus. Die Regierung möchte auch nicht konsequent sparen. Man muss immer mehr Geld ausgeben. Sozialstaat und Verteidigung, das sind wichtige Positionen. Aber auch bei Themen wie zum Beispiel Entwicklungshilfe, wir denken nur an Fahrradwege in Peru, will man ja weiter ordentlich drauflegen. Und das muss eben dazu führen, dass dann die Steuern in Deutschland weiter erhöht werden. Und zwangsläufig folgt dann die Besteuerung auf Vermögen, denn woher soll man es sonst nehmen? Die EU hat diese Bewegung bekräftigt. Sie hat das gut geheißen in einer Studie. Auch dazu hatten wir berichtet. Anders als manche andere Studien sagt die EU auch gar nicht mehr, dass nur die Superreichen oder die Schwerreichen besteuert werden sollen oder das Vermögen von Milliardären, sondern es geht ganz klar in die Richtung, dass all die Vermögen sind. Die Studie spricht von vermögenden Privatpersonen am Ende dann belangt werden. Und da ist eben diese Besteuerung auf Krypto jetzt erstmal nur der Anfang. Es bleibt abzuwarten, ob in dem Kontext dann auch gleich die Wegzugsteuer angepasst wird auf das österreichische Modell. Wenn ein Österreicher heute Österreich verlässt, dann muss er auch auf nicht realisierte Kryptogewinne und generell nicht realisierte Gewinne bei Kapitalvermögen wie zum Beispiel Wertzuwachs bei Aktien Steuern bezahlen. Da geht es also nicht mehr nur um Beteiligung von mindestens 1% an Kapitalgesellschaft. Das alles ist natürlich kein Zufall, dass diese Sachen jetzt kommen. Du hast wahrscheinlich gehört, dass dieses Jahr DAC 8 eingeführt wurde. Das ist der Informationsaustausch zum Thema Krypto. Das heißt, die Finanzämter werden jetzt direkt von Kryptobörsen darüber informiert, was man so mit seinen Kryptos treibt, welche Kryptos man hat, was man möglicherweise verdient, wenigstens was man verkauft über solche Finanzdienstleister im Kryptobereich wie zum Beispiel Krypto-Exchanges. Und mit diesem Wissen, was man als Waffe verwenden kann, als Waffe gegen den Bürger, ist es natürlich umso einfacher, dann Steuern zu erheben. Daher natürlich absolut kein Zufall, dass dieser Vorstoß zur Besteuerung von Krypto aus Deutschland jetzt kommt. Für viele, wie gesagt, heißt das nichts wie weg. Es gibt ja viele Länder auf der Welt, wo entweder die Besteuerung von Krypto nicht geregelt ist oder sie gänzlich steuerlich freigestellt wurde. Zusätzlich sieht man natürlich sehr viel auf YouTube und in sozialen Medien. Irgendwelche Influencer, die in Dubai vor einem Rolls-Royce stehen, die irgendwelche großen Podcasts hosten
und dann sagen, ich habe Millionen hier verdient in Dubai, ich kann mir diesen Bentley, diesen Rolls-Royce leisten. Und da denken natürlich viele, dass das tatsächlich realistisch ist, dass man das machen kann. Aber tatsächlich haben hier viele die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und was ich dir jetzt in diesem Video erzähle, wird vielen nicht gefallen. Da muss man ganz ehrlich sein. Das deutsche Steuerrecht ist nämlich sehr perfide, auch sehr perfide, wenn es um Krypto geht. Du denkst vielleicht, diese Dinge sind gar nicht abgedeckt. Tatsächlich gibt es aber ein Gesetz aus den 60er Jahren, was Krypto betrifft. Und das führt dazu, dass du potenziell noch für 10 Jahre lang in Deutschland steuerpflichtig bleibst, wenn du Krypto verkaufst. Und zwar nicht nur Krypto, was du besessen hast, bevor du Deutschland verlassen hast, sondern auch Krypto, was du danach hast und dann verkaufst. Bisher war das alles gar kein Problem, denn man konnte ja sagen, im Grunde wart einfach ein Jahr, dann bist du auf der sicheren Seite und dann kannst du ja auch nach deutschem Recht steuerfrei verkaufen, aber das wird ja in Zukunft nicht mehr möglich sein. Wir hatten bei mehreren unserer Events, zum Beispiel in Dubai und in Zürich, einen der top deutschen Steuerberater für Krypto. Und was ich jetzt gleich hier euch erzählen werde, das hat er auch dort auf unseren Seminaren so präsentiert. Bevor du das also alles abtust, was ich jetzt sage, ist es sehr wichtig, dass du dich hier qualifiziert beraten lässt durch einen Steuerberater, durch einen Anwalt. Wenn du planst, wegzuziehen, dann gibt es viele Komponenten, die dabei zu berücksichtigen sind. Bei manchen, die an Unternehmen beteiligt sind, vielleicht die Wegzugssteuer oder auch die Entstrickungsbesteuerung. Und ernsthafte Berater werden dir immer empfehlen, zumindest dann, wenn die Umstände etwas komplexer sind, beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft anzufordern. Ja, das kannst du tatsächlich tun. Dein Steuerberater beschreibt dann vor deinem Wegzug, vor der Umsetzung deines Vorhabens, was du vorhast und würde dann ans Finanzamt in diesem Kontext die Frage stellen, können Sie bestätigen, dass die Gewinne, sagen wir mal zum Beispiel aus dem Verkauf von Krypto, unter den und den Umständen, wenn ich im Ausland bin, nicht mehr in Deutschland zu versteuern werden. Das macht man natürlich nicht nur in dieser Frage, sondern auch bei allen anderen Fragen. Ich hatte ja vor kurzem schon ein Beispiel gebracht in einem Video, wo ein Mandant eine solche Auskunft eingeholt hat für die Wegzugsteuer und auch dort vom Finanzamt das okay bekommen hat für sein Vorhaben unter bestimmten Bedingungen. So kannst du natürlich bei allen Sachverhalten machen. Das ist im Grunde genommen das von uns gewählte und auch bevorzugte Vorgehen. Da verlässt du dich nicht nur auf irgendeinen Berater, selbst nicht auf einen Rechtsanwalt oder auf einen Steuerberater, sondern du kriegst es schwarz und weiß von den Finanzbehörden und hast dann wirkliche Rechtssicherheit. Aber jetzt kommen wir zum Thema Krypto. Um was geht es hier? Wenn du deutscher Staatsbürger bist und mindestens 5 der letzten 10 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst, wenn du dann in ein Niedrigsteuerland umziehst, das kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, also sagen wir einmal, du ziehst nach Dubai um oder auch du bist digitaler Nomade und gleichzeitig macht dein Kryptovermögen mehr als 30% deines Gesamtvermögens aus oder du hältst Krypto im Wert von mehr als 154.000 Euro, dann sind deine Einkünfte aus Krypto, aus der Veräußerung von Kryptos noch für 10 Jahre nach deinem Wegzug in Deutschland zu versteuern, unter der Annahme, dass du durch diese Verkäufe mehr als 16.500 Euro im Jahr verdienst. Das war jetzt eine ziemlich komplizierte Aussage, ja, aber ich schlage vorher mal zwar den Gesetzestext auf. Es geht um den Paragraphen 2 des Aufwandsteuergesetzes. Es geht um die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Hier haben wir den Gesetzestext, gehen wir es einmal von oben nach unten durch. Betroffen davon ist eine natürliche Person, die in den letzten 10 Jahren vor ihrer Auswanderung als deutscher Staatsbürger insgesamt mindestens 5 Jahre unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war. Also, wenn du kein Deutscher bist, dann bist du nicht davon betroffen. Das ist natürlich das erste, wichtigste Kriterium. Daher meine Warnung an alle: Überleg dir sehr gut, ob du die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen willst. Und wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft natürlich erst in den letzten 5 Jahren erworben hast, dann betrifft dich das ohnehin nicht. Denn du musst ja mindestens 5 Jahre lang als Deutscher in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Also wenn eine solche Person in ein ausländisches Gebiet umzieht, das als Niedrigsteuerland gilt, oder aber digitaler Nomade wird, nämlich in keinem ausländischen Staat ansässig ist und weiterhin wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat, dann fällt sie unter dieses Gesetz. Und zwar bis zum Ablauf von 10 Jahren nach dem Jahr des Wegzuges. Und genau dann, wenn diese noch beschränkt in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte mehr als 16.500 Euro betragen. Wenn du also keine Kryptos verkaufst in einem Jahr und du hast auch keine anderen Einkünfte, die unter diese Regelung fallen würden, dann fällst du schon mal nicht unter dieses Gesetz. Gehen wir weiter. Der nächste Absatz befasst sich dann mit der Frage, was ein Niedrigsteuerland ist oder nicht. Die grundlegende Regel lautet, wenn bei einem Einkommen von 77.000 Euro die Steuer um mehr als ein Drittel geringer ist als in Deutschland, dann ist es ein Niedrigsteuerland. Konkret würde das bedeuten, dass ein Niedrigsteuerland damit das ist, in dem weniger als 18 bzw. 19% Steuern
anfallen bei einem Einkommen von 77.000 Euro. Was es mit dem Doppelsteuerungsabkommen auf sich hat, da werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Wann hat man nun wesentliche Interessen in Deutschland? Naja, es gibt natürlich hier Dinge, die sind komplett einleuchtend, wenn du an einem deutschen Unternehmen beteiligt bist. Wenn du deutsche Einkünfte hast, sagen wir zum Beispiel mal eine deutsche Rente und diese Rente übersteigt 62.000 Euro, weil es zum Beispiel eine Betriebsrente ist. Wohlgemerkt, bei diesen Kriterien gilt entweder oder, nicht sowohl als auch. So, und jetzt kommt der kritische Satz. Eine Person hat wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland, wenn sie zu Beginn des Steuerjahres Vermögen hat, dessen Erträge bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nicht ausländische Einkünfte im Sinne des Paragraphen 34d wären. Also, das heißt, hier wird nicht gesprochen von inländischem Vermögen, wie zum Beispiel von deutschen Immobilien oder von deutschen Unternehmen oder von deutschen Aktien. Hier wird gesprochen von Vermögen, dessen Erträge bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland keine ausländischen Erträge sind. Und das genau trifft auf Veräußerungserlöse von Kryptos zu. Erlöse aus dem Verkauf von Krypto gelten nicht als ausländische Einkünfte aufgrund der Tatsache, wie Krypto strukturiert ist. Kryptos sind ja nicht einem bestimmten Land zuzuordnen. Also eine Tesla-Aktie ist in den USA zuzuordnen. Es ist eine amerikanische Aktie und das geht eben bei Krypto nicht aufgrund der technischen Infrastruktur. Das heißt, Krypto ist also überall und nirgends nicht einem bestimmten Land zuzuordnen und daher fällt Kryptovermögen unter diese Regelung. Und unter welchen Voraussetzungen, wenn dieses Vermögen mehr als 30% des Gesamtvermögens ausmacht oder eben du Kryptos im Wert von mehr als 154.000 Euro besitzt. So, und die Konsequenz dessen ist, wenn das alles auf dich zutrifft, dann ist eben die Person bis zum Ablauf von 10 Jahren nach Ende des Jahres, in dem ihre unbeschränkte Steuerpflicht geendet hat. Also das heißt, für die nächsten 10 Jahre nach dem Wegzug über die beschränkte Steuerpflicht im Sinne des Einkommensteuergesetzes hinaus beschränkt einkommensteuerpflichtig mit allen Einkünften, die bei unbeschränkter Einkommensteuerpflicht nicht ausländische Einkünfte im Sinne des Paragraphen 34d des Einkommensteuergesetzes sind. Da fallen eben Gewinne aus dem Verkauf von Kryptos darunter. Das heißt, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst oder digital Nomade wirst und Krypto verkaufst, ganz egal, wann du die gekauft hast, ob du noch in Deutschland gekauft hast oder in den 10 Jahren danach, dann bist du auf die Gewinne, die du erzielst, weiterhin in Deutschland steuerpflichtig und das noch für 10 Jahre. Bisher, wie gesagt, konnte man das ja sehr leicht umgehen, indem man einfach die Haltefrist von einem Jahr beachtet hat. Damit hat man sich ja dann an das deutsche Steuerrecht gehalten und damit war man natürlich dann im sicheren Bereich. Wenn das in Zukunft nicht mehr gehen wird, werden zwangsläufig viel mehr Personen, die ins Ausland umziehen, von dieser Regelung betroffen sein. Jetzt hatte ich vorhin Doppelsteuerungsabkommen angesprochen. Warum ist das so wichtig? Normalerweise, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, mit dem Deutschland ein Doppelsteuerungsabkommen hat, zum Beispiel Malta, dann ist in diesem Doppelsteuerungsabkommen geregelt, dass Deutschland kein Besteuerungsrecht hat auf solche Veräußerungserlöse, sondern ausschließlich das Wohnsitzland. Und da internationales Recht in der Rangordnung höher ist als nationales Recht, ist es in der Regel so, dass du dann auf der sicheren Seite bist. Das heißt, dann gilt diese Regelung nicht. Normalerweise, denn es gibt Ausnahmen. Es gibt sogenannte Öffnungsklauseln, Subject to Tax Clauses, sogenannte Rückfallklauseln. Und sie erlauben es Deutschland dann Steuern zu erheben, wenn der Staat sich dafür entscheidet, keine Steuern auf diese Einkünfte zu verlangen. Also zum Beispiel in Malta oder in Irland sind ja ausländische Einkünfte steuerfrei. Kryptoverkäufe, die erzielt werden über ausländische Exchanges, gelten als im Ausland erzielt, sind damit steuerfrei. Jetzt könnte also Deutschland sagen, naja, mit diesen Ländern haben wir zwar ein Abkommen, aber da diese Länder sich entscheiden, diese Einkünfte nicht zu besteuern, deswegen fällt das Besteuerungsrecht zurück an Deutschland. Tatsächlich gibt es im DBA mit Irland eine Rückfallklausel, nicht aber im DBA mit Malta oder auch den Philippinen. Aber selbst die Rückfallklausel, diese Regelung des Paragraphen 2 Außensteuergesetz anzuwenden, gilt dann in den meisten Fällen nur für inländische Einkünfte. Ja, und Einnahmen aus Kryptoverkäufen sind ja keine inländischen Einkünfte. Sie sind auch keine ausländischen Einkünfte, aber wenn eben der Abkommenstext ganz klar definiert, dass nur inländische Einkünfte betroffen wären,
dann sprechen wir zum Beispiel von Dividenden aus deutschen Aktien, Veräußerungserlösen von deutschen Aktien, deutsche Zinsen und ähnliche Einnahmen, nicht aber Krypto. Das heißt, wenn es eine Rückfallklausel gibt oder auch eine Öffnungsklausel, wie man dazu sagt, muss man sich eben genau anschauen, wäre Krypto davon betroffen oder nicht. Das heißt konkret für dich, wenn du dich vor der Steuer in Deutschland schützen willst, dann musst du in ein Land auswandern, das kein Niedrigsteuerland ist, beziehungsweise ein Land, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Das müssen jetzt nicht immer Steueroasen sein. Ganz spontan fällt mir zum Beispiel Portugal ein. Portugal hat ja eine sehr ähnliche Regelung wie Deutschland momentan. Auch da kannst du Kryptos nach einem Jahr steuerfrei verkaufen. Die Regelung in Portugal ist sogar noch besser als in Deutschland, denn dort ist es auch erlaubt, in andere Kryptowährungen zu wechseln und das gilt dann nicht als steuerrelevanter Verkauf, wie es ja momentan in Deutschland der Fall ist. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt notwendig, dass man jetzt in eine Steueroase wie Dubai umzieht. Es gibt etliche interessante Länder, die Krypto noch bevorzugt besteuern. Aber du musst aus deutscher Sicht eben darauf achten, dass es kein Niedrigsteuerland ist, beziehungsweise wenn es ein Niedrigsteuerland ist, dass es dann ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt. Einfach den steuerlichen Wohnsitz in einem Niedrigsteuerland zu haben oder sogar digital Nomade zu sein, das kann dir hier zum Problem werden. So, das ist der gesetzliche Rahmen, mit dem wir uns in Deutschland konfrontiert sehen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, wie soll das jemals jemand rausbekommen? Das ist doch alles extrem unwahrscheinlich. Mag sein, dass das so ist. Dennoch ist natürlich das Gesetz, so wie es dort formuliert ist, da gibt es jetzt auch keinen Interpretationsspielraum. Jetzt kann man sich darauf rausreden, dass das Finanzamt das sowieso nicht wirklich kontrollieren kann. Und momentan und in der Vergangenheit war das vielleicht auch so. Aber man muss sich ja mit der Wahrscheinlichkeit auseinandersetzen, dass das Finanzamt schon jetzt weiß, dass du Kryptos besitzt. Das heißt, selbst wenn du jetzt auswanderst, kann dich das Finanzamt ja danach fragen, was mit diesen Kryptos passiert ist. Wenn du irgendwann nach Deutschland zurückkehren solltest, kannst du dazu befragt werden, was du im Ausland verdient hast. Wenn du eine Erbschaft in Deutschland einmal bekommst und du eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung aus Deutschland vorlegen musst, sind auch das Fragen, die dort aufkommen können. Und natürlich ist ganz klar, wenn du das schlicht und ergreifend ignorierst, dann setzt du dich dem latenten Risiko der Steuerhinterziehung aus. Und ich würde sagen, dass für die meisten, gerade jene, die vermögend sind, das etwas ist, was sie aus Prinzip vermeiden möchten. Also, in diesem Sinne, auswandern unbedingt. Ja, schütze dich vor dieser ungerechten Kryptosteuer, die in Deutschland kommen wird. Aber mach es richtig, such dir das richtige Land raus und tappe nicht in eine neue Steuerfalle. Mein Team und ich, wir können dich gerne bei diesem Vorhaben unterstützen. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Ich habe Deutschland bereits vor 26 Jahren jetzt verlassen und ebenso auch die EU. Wir können gerne ein Beratungsgespräch führen oder eben du kommst zu einer unserer Veranstaltungen. Da wirst du nicht nur sehr viel lernen und uns kennenlernen, sondern du wirst auch sehr viele andere interessante Personen treffen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die Leistungsträger sind, die sich steuerlich optimieren wollen, die sich vor der Zugrifflichkeit des Staates schützen wollen. Alle Informationen zu diesen Themen auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.